Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, auch die Zuschauer, auch unsere Zuschauer im Livestream. Ich hoffe, es sind viele dabei. Die Podiumsdiskussion wird um und bei eine Dreiviertelstunde gehen und danach ist eben auch wieder Zeit für Fragen. Einerseits aus dem Livestream, kann auch zwischendurch schon gerne gefragt werden. Wir nehmen es nachher mit auf und natürlich dann auch aus dem Publikum wieder. Beim Publikum bitte warten, bis das Mikrofon da ist, damit es dann auch im Livestream nachher zu verstehen ist. Genau. Wir haben 4 Gäste heute hier. Einmal Herr Marquardt von Penz, kommt selber ursprünglich auch vom landwirtschaftlichen Betrieb, hat 1985 bis 1980 Betriebswirtschaftslehre an der Uni Hamburg studiert, ist 1988 als Werkstudent bei John Deere eingestiegen, hat bis 2007 dann diverse Positionen bei John Deere durchlaufen und ist seit 2007 President of Agricultural and Turf Division bei John Deere. Daneben Robin Mink hat seinen Bachelor der Agrarbiologie von 2010 bis 2013 an der Uni Hohenheim gemacht, direkt danach dann den Master der Agrarwissenschaften bis 2016, anschließend die Promotion bis 2019 der Agrarwissenschaften und hat 2019 gemeinsam mit Alexander Linn das Unternehmen Semna Menschen gegründet, worauf wir später nochmal genauer eingehen werden. Dann haben wir Herrn Reinhard Appel, hat von 1994 bis 1999 das Studium der Agrarwissenschaften Fachrichtung Pflanzenproduktionssysteme an der TU München absolviert. War dann bei diversen Unternehmen im Bereich Pflanzenschutz unterwegs. Ich zähle sie jetzt lieber nicht mehr alle auf, sonst sitzen wir hier morgen noch. Hat aber 2017 ist seit 2017 Niederlassungsleiter der Sumi Agro in Deutschland und hat aus dem Stand dann eben auch das Unternehmen Anja gegründet, worauf wir auch später näher eingehen werden. Und ist nebenbei auch noch selbstständig als Landwirt, was eben auch eigentlich ganz interessant ist in der Position. Und weil wir gerade bei Landwirt sind, haben wir auch Herrn Robin Kümmerer mit hier. Hatte auch bereits im Teenageralter schon Kontakt zur Landwirtschaft, hat dann in Weinstefan-Triesdorf den Bachelor der Landwirtschaft gemacht, 2016, danach anschließend hier an der Universität Hohenheim den Master Agribusiness, ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter in Triesdorf und gleichzeitig praktisch veranlagt natürlich, verantwortlich für den Ackerbau der KNH Milchhof GbR, knapp 600 Kühe, 300 Hektar Ackerland, genau. Zu meiner Person, ich bin Hauke Delfs, habe hier auch an der Universität Hohenheim studiert, bin quasi gerade fertig mit meinem Master, arbeite jetzt am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum in Augustenberg im Bereich Digitalisierung. Das Projekt heißt Technonet, in dem ich arbeite. Wen es interessiert, kann es gerne mal googeln, ist sehr interessant, geht um die Digitalisierung kleinstrukturierter Landwirtschaft, vor allem in Baden-Württemberg. Wer aus Baden-Württemberg kommt, weiß, dass das auch hin und wieder ein bisschen komplexer sein kann. Dementsprechend ist es heute auch sehr interessant, das in dieses Themenfeld mit einfließen zu lassen. Generell, die Diskussion soll darum gehen, dass der Green Deal mit seiner angestrebten Maßgabe der deutlichen Reduzierung von dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eine große Herausforderung für den Pflanzenbau schafft. Und daher wollen wir in dieser Diskussion heute ein bisschen erörtern, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich, das Ganze überhaupt praktisch umzusetzen, damit wir weiterhin eine starke Landwirtschaft haben, die unter dieser Maßgabe auch arbeiten kann. Daher würde ich Herrn Kümmerer zum Einstieg einmal bitten, kurz einen Umriss uns zu geben, mal kurz zu skizzieren. Was sind eigentlich die Problematiken, die mit dieser Maßgabe einhergehen? Vor allem Sie aus dem Pflanzenbau können uns da bestimmt erzählen, wo die Krux da drin liegt. Ich denke, das Hauptproblem ist wahrscheinlich, dass wir
uns hier sehr wohlfühlen, wie es gerade ist. Wir sind auf einem hochproduktiven Standort in Europa, haben hohe Erträge, uns mangelt es quasi an nichts. Und jetzt kommt die Diskussion hier ins Feld, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Da wird einfach pauschal eine Zahl genannt, 50% oder manchmal auch 40%. Und wir wissen aber gar nicht, zu was das eigentlich führt oder was uns dieser Pflanzenschutz, den wir jetzt aktuell haben, eigentlich bringt. Wir sollen hohe Erträge fahren, wir müssen die Welt ernähren, wir sollen aber auch das Klima schützen. Das geht auch nur über hohe Erträge, indem wir vorhandenes Land möglichst intensiv und gut nutzen. Und dazu brauchen wir Pflanzenschutz. Wir sehen das an der Biolandwirtschaft, wo wir keinen Pflanzenschutz haben und auch keinen chemisch-synthetischen Düngemittel, dass da einfach die Erträge letztendlich darunter leiden. Und aus meiner Sicht ist es utopisch, auf so viel Pflanzenschutzmittel zu verzichten, zumindest in der näheren Zukunft, ohne dass das mit erheblichen Ertragseinbußen einhergeht. Vielen Dank. Herr von Pentz, Sie haben im Vorgespräch bereits erwähnt, Sie waren gerade in Brüssel. Wir haben es vorhin im kurzen Vortrag auch gehört. Könnten Sie uns einmal mitnehmen, was in Brüssel gesehen wird, wo vielleicht auch der Unterschied ist? Sie kennen es ja, Sie sind auch im regelmäßigen Kontakt mit Praktikern, wo da einfach die Unterschiede sind, wo es hingehen soll. Also der ganze Green Deal und auch die Nachhaltigkeit, Kreislauflandwirtschaft ist das A und O in Brüssel geworden. Das merkt man. Es ist sehr, sehr dogmatisch geworden. Das gibt einem auch zu denken, weil häufig Logik und Fakten gegen Dogmatismus sich nicht durchsetzen. Und deswegen kommen diese Vorgaben, die so schwierig einzuhalten sind. Wir versuchen das ja durch verschiedene Technologien auch zu bewältigen, sei es auf der Düngeseite präziser oder auf der Spritzseite, Spot-Spraying, all diese Dinge, die wir im Vorfeld schon mal diskutiert hatten. Aber in Brüssel wird man die nächsten Jahre nicht nachlassen und diese Dinge weiter vorantreiben. Und deswegen wird es natürlich die Frage sein, wie man sich dem stellen kann. Eine Mischung aus konventionellem Pflanzenschutz, also mit mechanischem Pflanzenschutz, chemischer Pflanzenschutzreduktion durch höhere Dosierung und Genauigkeit, Fruchtfolgenveränderung, all diese Dinge, die will man halt erzwingen. Und ich glaube, das Problem in Brüssel ist aber, dass man immer mehr Regularien schafft, statt Anreize zu schaffen. Ja, man könnte ja auch einen Teil der Gelder, die in Brüssel sind, in Anreize umformulieren und dem Landwirt dann überlassen, wie er das erreicht. Aber man ist immer noch in einem Regelungsschema und einer Regelungswut und das macht uns auch als Industrie sehr zu schaffen und auch zu denken, nicht nur dem Landwirt. Denn wir erleben das auch in ganz anderen Bereichen, Produkthaftung und andere Dinge, wo eine irrsinnige Regelungsflut auf uns zukommt, die am Ende die Kosten erhöht und das muss von irgendjemandem getragen werden, dem Konsumenten oder dem Landwirt in unserem Fall. Vielen Dank. Herr Appel, Sie kommen selber aus dem Bereich chemischer Pflanzenschutz, sind auch selber Landwirt, Sie kennen die Praxis, haben eben mit der Anja quasi ein System entwickelt, was paradoxerweise ja eigentlich ein bisschen darauf abzielt, Pflanzenschutzmitteleinsatz zu verringern bzw. zu optimieren, formulieren wir es lieber so, und haben damit auch schon sehr früh angefangen. Wie sehen Sie das Ganze aus Ihrem Hintergrund, der ja wirklich eigentlich sehr breit gestreut ist in der Hinsicht? Ja. Im Endeffekt ist es so, dass dass der Treiber dafür war, dass ich selber als Landwirt unterwegs bin. Und letztlich habe ich als Landwirt nur ein Ziel. Ich muss die Produkte, die ich produziere, bei mir im Hof sind es Pflanzkartoffeln, es ist Weizen, es ist Mais, Raps, diese 4 Kulturen, die muss ich so produzieren, wie die Gesellschaft heute will. Und die Gesellschaft hat ein Stück weit über Brüssel, über dieses Stichwort Green Deal, Farm to Fork, die Forderung formuliert, Pflanzenschutzmittel einzusparen. Letztlich wäre das für uns als Sumi-Agro Deutschland, wir sind ein Vertriebsunternehmen für Pflanzenschutzmittel, ist es de facto auch eine Halbierung unserer Umsätze. Da kann man jetzt darüber streiten, ob es dann tatsächlich genauso kommt, weil natürlich dann die Produktlandschaft sich auch verändert. Und letztlich der Prozess zu einer volumenmäßigen Halbierung oder ist
ist es eine Hazardous Class Reduzierung, also sprich eine Gefährlichkeitsreduzierung. Alle diese Dinge sind gerade ja noch in der Diskussion. Also wir sprechen hier von der sogenannten SUR, das ist die sogenannte Sustainable Use Regulation. Das ist genau diese Ausformulierung dieses sogenannten 50-prozentigen Pflanzenschutzeinsparungsziels, das da formuliert ist. Bestandteil in dieser SUR ist, dass der Landwirtschaft auch mittels Precision Farming, mittels Smart Farming die Möglichkeit dazu auch geschaffen wird, überhaupt diese Einsparungen zu realisieren, weil es hat nicht mit der SUR alleine schon begonnen oder mit dieser Geschichte, die war vor einem Jahr, sondern es hat auch schon vor 6, 8, 10 Jahren begonnen, dass wir schrittweise eine ganze Reihe von Pflanzenschutzwirkstoffen jetzt verloren haben. Wir haben Mancozeb verloren im Kartoffelanbau, Reglone, um mal so Markennamen auch zu nennen. Wir werden in der Landwirtschaft in den nächsten 1, 2, 3 Jahren noch weitere Produkte, Marken und sei es auch Glyphosat, wir werden Produkte verlieren und damit wird es für uns wahnsinnig anspruchsvoll in diesem Spagat, weil die Ansprüche unserer Kunden, der Verbraucher an Lebensmittel, die werden sich nicht verändern, die werden hoch bleiben, die werden wahrscheinlich noch höher werden. Diese Ansprüche werden bleiben und wir müssen in der Landwirtschaft dafür eben Lösungen suchen, wie wir das mit den verbleibenden Dingen lösen können. Und dann kommt das gesamte Konzert auf uns zu, Ressourcen zu schonen, weniger einzusetzen, gezielter einzusetzen. Vom Grundsatz her ist es ja schon so, mit Dingen von Smart Farming, Precision Farming kann man sowas schon angehen, aber dann muss halt Smart Farming, ich sage es mal auch ein bisschen provokativ, ein bisschen mehr sein, als nur parallel nebeneinander herzufahren, also gerade Linien fahren zu können, sondern Smart Farming ist dann schon eine neue Stufe, wie man Pflanzenbau betreiben muss. Gezielter, so wie Sie auch beschrieben haben, mit Einzeldüsenschaltungen, dort nur zu applizieren, wo es gebraucht wird. Und um solche Dinge überhaupt möglich zu machen, müssen diese Karten, die wir dafür verwenden, die müssen eine Relevanz haben, die müssen einen tatsächlichen Bezug haben zum Auftreten dieser Pflanzenkrankheiten im Feld. Und das ist letztlich die Idee von Anja. Wir sichern auch unsere Pflanzenschutzkompetenz ab. Ich muss dazu vielleicht nur einen Satz sagen. In der Pflanzenschutzindustrie war das Geschäftsmodell so, dass man de facto dem Landwirt einen gesunden oder ein gesundes Feld, eine gesunde Frucht dadurch versorgt hat, indem man ihm ein Spritzmittel in einem Kanister verkauft hat. Und man hat diese gesamte agronomische Kompetenz auf dieses Gebinde auch projiziert. Und letztlich war es so, wir haben praktisch Liter pro Hektar und Euro pro Liter verkauft. Morgen wird es mit präziser Anwendungstechnik dann so sein, dass wir viel, viel weniger Liter pro Hektar anwenden werden, weil wir nur noch einen Bruchteil anwenden, so wie Sie gesagt haben, Herr Penz. Dann sind 80-90% Einsparung theoretisch sogar möglich. Morgen wird damit unser Geschäftsmodell noch weiter reduziert werden. Aber unsere Leistung oder das, was wir überhaupt beigetragen haben in die Landwirtschaft, war ja eigentlich diese agronomische Kenntnis, phytopathologische Dinge überhaupt zu managen in der Fläche, also gesunde Produkte zu erzielen und zu erzeugen. Und diese Leistung, die werden wir morgen halt anders darstellen. Wir werden nur noch 20% oder 50% der Mittel in Volumen und auch in Hazardous Class verkaufen, aber wir werden morgen auch die Daten dazu verkaufen und auch diese Kenntnis, diese Präzision, es richtig einzusetzen. Und das ist unser Geschäftsmodell von Anja und wir sind dort vor 2 Jahren eingestiegen und mittlerweile relativ weit gekommen. Herr Mink, bei Ihnen ist es ja so, Sie und Herr Appel kennen sich ja auch schon ein bisschen länger, fahren ja in etwa auch dieselbe Schiene vom Prinzip her, haben ein bisschen Unterschiede, haben auch so eine freundschaftliche Konkurrenz, wenn ich es mal sagen darf, immer so ein klein bisschen, wer ist hier besser unterwegs, wer hat das bessere System dahinter. Vielleicht können Sie uns auch einmal mitnehmen, das Start-up Sam der Menschen ist ja noch relativ jung, worum es überhaupt geht und was Ihr Antrieb dahinter ist. Ja.
Ich fange gern ganz vorne an. Ich muss erstmal korrigieren, das Unternehmen wurde Ende 2020 gegründet, also ist sogar noch jünger als eingangs gesagt, spielt aber nicht so die große Rolle. Wir hatten 2019 schon die Chance, innerhalb unserer Promotion uns mit dem Thema zu befassen, und da ist auch so der Einstieg zu sehen. Wir hatten ja in einem Projekt damals mit Xavio die Möglichkeit, die ganze Unkrauterkennung aus einer technischen Perspektive zu betrachten. Wie wir uns dann entschieden haben, Sam Dimension zu gründen, haben wir diese aufkeimenden Tendenzen, die wir jetzt alle genannt hatten hier, also die Notwendigkeit, mehr zu produzieren, die Frage der Pflanzenschutzindustrie, was wird morgen verkauft und was für Mittel haben wir morgen auch noch zur Verfügung überhaupt, bis dann hin, Sie hatten es genannt, die Regulierungswut, die politische Regulierungswut, die schon mal abgezeichnet hat, wo geht die Reise die nächsten Jahre hin. Wir hatten dann als Startup natürlich das Glück und aber auch die Notwendigkeit zu sagen, okay, es gibt diesen Markt noch gar nicht. Ja, also Precision Farming, die Anfänge waren da, aber Precision Spraying war damals jetzt vielleicht noch nicht so das Thema. Es kommt ja die letzten Jahre jetzt immer stärker hoch. Und wir können uns und müssen uns auch damit beschäftigen, was ist eigentlich der User, also der Kunde am Ende oder zumindest mal der Anwender, was sind denn seine Anforderungen und was ist auch sein Bedarf. Und wenn man es mal von dieser Seite betrachtet, hat man plötzlich einen anderen Blickwinkel. Weil wenn man jetzt einen Herrn Kümmerer fragt, der hatte ja noch nie die Idee, so viel Pflanzenschutz wie möglich aufs Feld zu bringen. Und auch wenn man die Produkte anschaut, war noch nie jetzt irgendwie der Bedarf da, immer noch mehr zu entwickeln. Das war auch schon damals eine agronomische Notwendigkeit, die einfach auf der Unkrautbiologie eben basiert. Und wir haben dann gesagt, okay, wir haben da so ein paar Dinge zu erfüllen, die eigentlich der Kunde, die der Landwirt braucht für sein Fortbestehen bzw. für einen anständigen Pflanzenschutz. Als Herbologen wissen wir, okay, Unkräuter sind der größte ertragsreduzierende Faktor im Ackerbau. Das war auch da von uns dann, dass wir gesagt haben, das ist ein guter Einstieg in das ganze Thema, und haben uns tatsächlich mit einem Schubkarren auf den Weg gemacht. Und das ist kein Witz, wir haben die Kamera oben drauf gepackt und haben gesagt, wir gucken jetzt mal, wie sieht eigentlich so eine Unkrautverteilung auf dem Feld überhaupt aus. Es gab keine agronomischen verlässlichen Daten dazu und haben erste Datensätze erhoben und auch die erste KI trainiert, die überhaupt in der Lage war, diese Unkräuter dann zu erkennen für uns. Und haben damit angefangen, erstmal das Marktpotenzial und auch die technische Umsetzung aufzuzeigen. Wir haben uns dann relativ früh dazu entschieden, das Ganze auf eine Drohne zu machen, also eine Drohne als Sensorträgerplattform zu wenden, war aus unserer Sicht deswegen eine gute Entscheidung, weil wir dann unabhängig sind von Herstellern und auch von, wenn man es langfristig denkt, von Use Cases. Also ich kann ja mit Bildauswertung im Agrarbereich viel mehr erreichen, als jetzt irgendwie nur ein Herbizid präzise auszubringen, sondern ich habe ja plötzlich aus der Luft den Überblick über das ganze Feld und kann mit entsprechend vergleichbar günstigen Datenaufnahmen eigentlich sehr viel ableiten, was an agronomischen Daten dort anfällt, einfach durch die Aufnahme erstmal. So, als wir dann weggegangen sind von der Schubkarre, haben wir gesagt, gut, Drohne soll es sein. Dann haben wir auch angefangen mit den ganz klassischen Kartierungsdrohnen, die es eben am Markt gibt, und haben gemerkt, okay, da wird im Pflanzenschutz und in diesem Preissegment, da wird einfach kein Schuh draus. Ja. Wir sind viel zu teuer, weil das System zu langsam arbeitet. Und zweite Erkenntnis war, wir brauchen unheimlich hohe Bodenauflösungen, womit wir noch langsamer werden würden. Ja. Also Millimeter Bodenauflösung muss drin sein. Wir reduzieren jetzt teilweise, geht es Richtung 2 mm, aber es bleibt auf jeden Fall im Millimeterbereich, wenn wir wirklich Unkräuter erkennen wollen und Pflanzenkrankheiten langfristig identifizieren wollen. So, und von da ausgehend haben wir dann quasi diese Startup-Geschichte angegangen, haben gesagt, jetzt wissen wir, wo wir hin müssen langfristig in der Landwirtschaft, und wir wissen, was wir als Produkt bzw. als Dienstleister dann erfüllen müssen. Und haben dann ein Kamerasystem entwickelt, mit dem wir jetzt bis zu 80 Hektar in der Stunde kartieren können, mit einer Bodenauflösung von knapp 2 mm. Kann auch für andere Anwendungen noch höhere Bodenauflösungen geben, von bis zu 0,5 mm. Dann werde ich allerdings sehr, sehr langsam, ist immer eine Frage der Höhe. Und kann eben Applikationskarten schreiben, die dann wieder über Isobus-Terminals angewendet werden können auf gängigen Feldspritzen. Und die Frage hatten wir jetzt vorher schon bei so ein paar Diskussionen, kleinstrukturierte Landwirtschaft, auch ein bisschen ältere Maschinen, auch der Markt von Gebrauchtmaschinen, ja, was können die eigentlich schon? Ja?
die meisten oder viele der Spritzen, die draußen sind, können eigentlich heute schon Applikationskarten verarbeiten. Die haben vielleicht nicht alle Einzeldüsenschaltungen, die meisten haben aber doch schon irgendwo eine Section Control also so eine Teilbreitenschaltung an Düsen von 3 Metern. Wenn wir jetzt uns den Use Case Distel in Zuckerrübe anschauen, dann kann ich da einfach schon super damit arbeiten und ich muss von der Hardware überhaupt nichts aufrüsten. Ich kann einfach den Service bei Sam Dimension und anderen Dienstleistern, die vielleicht was Ähnliches anbieten, bestellen. Wir können es halt besonders schnell kautieren und damit sehr günstig und kriege dann meine Applikationskarte, um halt direkt Distel-Nester zum Beispiel zu bekämpfen. Und vom Preissegment haben wir es eben geschafft, dass wir durch die schnelle Kartierung in einen Bereich reinkommen, wo wir sagen, wir können uns die Einsparung mit dem Landwirt teilen. Das heißt, wir haben die Hälfte von dem, was er einspart, was wir nehmen. Wir machen es jetzt nicht so interaktiv wie bei John Deere oder auch wie beim Xavio Smart Sprayer, wo wir sagen immer das jeweils wirklich Eingesparte, sondern wir haben vorher feste Preise angesetzt, die wir aufgrund unserer langjährigen oder jetzt dieser vorhandenen Datensätze kennen. Ja, was kann der Landwirt einsparen und bieten es so immer als Service an. Ja, wir haben gerade 2 Systeme gehört, die damit arbeiten, dass sie quasi kartieren und man die Applikationskarte dann eben nachher auf den Schlepper lädt, beziehungsweise aufs Terminal, quasi das Offline-Verfahren. Nun sind Sie ja mit dem Online-Verfahren See & Spray in den USA eigentlich ja schon relativ etabliert, wurde jetzt auf der SIMA in Paris auch vorgestellt, dass es in Europa kommen soll. Wir waren auch gerade bei dem Thema in Richtung die Einzelpflanze nachher in Fokus. Vielleicht können Sie uns da auch nochmal mitnehmen, wo da der Antrieb ist und vielleicht auch ein bisschen die Hemmnisse wiederum in Europa. Also das Prinzip ist ja gar nicht so unterschiedlich, das haben wir ja auch schon herausgehört. Die Frage ist am Ende, geht ja immer darum, um den ökonomischen Break-Even. Ja, die Kosten, die Sie im System haben und das, was Sie damit bewirken wollen. Und wir sind auch aufgeschlossen, solchen Systemen gegenüber diese Daten hineinzunehmen und dann auch zu verwerten. Mit der Eigenentwicklung, sage ich, mit dem kamerabasierten Onboard-System, das eben in weniger als einer Millisekunde aufnimmt, was ist der Ist-Zustand und dann die Aktion an der Düse ausführt, glauben wir eben, dass wir dieses Problem der Auflösung eben nicht haben, dass wir eben sehr hochgenaue Bildauswertungen machen können und sehr schnell umsetzen können. Ja? Und das geht natürlich mit Kosten einher. Aber, und ich hatte das eingangs ja schon erwähnt, wir haben jetzt über 150 Systeme im Feld und haben eben Einsparungen, und es kommt natürlich immer auf den Unkrautdruck an, zwischen 30% und 85%, im Schnitt von 63% über 2 Saisons. Das schon mal, und damit trägt sich kommerziell dieses System sehr gut. Also obwohl es sicherlich das teurere System ist. Aber nochmals, das schließt nicht aus, dass man auch verschiedene Alternativen annimmt. Und auch Dinge, die wir haben, wir nennen das ja Operations Center, erlaubt es ja auch, Applikationen dort laufen zu lassen von anderen, die da drauf geschaltet werden können, sodass der Landwirt sich entscheiden kann, welche Art von System will ich haben. Und das ist sicherlich eine individuelle Entscheidung. Genau, im Vorgespräch haben Sie auch erwähnt, dass Sie auch mehr in die Richtung gehen wollen, dass man bestehende Systeme auch aufrüsten kann. Es ist ja, Herr Kümmerer, wenn der sich eine neue Pflanzenschutzspritze kauft, genau. Es ist ja mit gewissen Investitionen verbunden und so schnell wie der Wandel jetzt in der Technik irgendwo vorliegt, also ich glaube vor 20 Jahren hätte sich noch keiner von uns so ein System vielleicht erträumen können, aber die Umsetzung war da ja ein bisschen schwieriger. Wie sehen Sie das Ganze? In welche Richtung geht das? Also die Nachrüstung spielt eine wachsende Rolle. Und das haben wir auch erst in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren gelernt, dass einfach die Populationen teilweise noch so gut sind, weil sie so schlagkräftig sind, aber nicht so kaputt sind, dass man die vorhandenen Populationen, ob das Pflanzgeräte sind, ob das Pflanzenschutzgeräte sind, aufrüsten sollte oder nutzen sollte. Sei es, wenn es nur Teilbreitenschaltung ist von 1 Meter, kann das ja schon Wirkung erzielen. Aber das ist im Prinzip bei jeder Entwicklung, die wir inzwischen machen, achten wir darauf, dass man die Populationen nachrüsten kann. Das haben wir schon bei den Lenksystemen gemacht, dass man eben auch ein Nachrüstsystem hat. Das ist nicht ganz so genau wiederum, wie das von der Fabrik installierte, aber das ist auch ein gutes Geschäft, ist auch ein Anreiz, das zu tun. Ja. Man muss nicht immer gleich eine neue Spritze verkaufen, um dann am Ende so ein System zu installieren, auch wenn einem das immer unterstellt wird. Es ist eben wirklich ein gutes Geschäft, auch Nachrüstung anzubieten. Herr Kümmerer, das geht dann einmal an Sie.
in der Praxis, was erwarten Sie denn von solchen Systemen? Also es wird ja auch oft unterstellt, man hat diese vielen bunten Bildchen, sage ich es jetzt mal ganz stark heruntergebrochen, aber keiner kann damit irgendwie was anfangen nachher, geschweige denn, dass der agronomische Hintergrund irgendwo verloren geht. Dass man meinetwegen in 10, 15, 20 Jahren einfach nur noch seine Karten hat, sei es Bodenkarten, sei es Applikationskarten, sei es Ertragskarten, aber keiner mehr weiß, was ist überhaupt auf der Fläche unterwegs. Ich würde Sie da mal bitten, einfach kurz zu sagen, was Sie sich darunter vorstellen und unsere anderen Teilnehmer da vielleicht mal ganz kurz, dass Sie dazu Stellung nehmen. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann in 10, 20 Jahren nur noch mit Karten arbeiten und keiner mehr aufs Feld gehen muss und sich die Situation vor Ort anschaut. Dazu ist das System viel zu komplex und wir haben viel zu viele Unterschiede, sei es vom Boden, und jedes Jahr ist das Wetter ganz anders. Also ich glaube nicht, dass wir da das erreichen werden, dass man quasi nur noch aus dem Büro Farming betreibt. Und diese bunten Karten, ja, da geht es ja jetzt um die Stickstoffdüngung vor allem, das ist ja schon recht populär, sage ich mal, gibt es auch viele Anbieter am Markt und die basieren eigentlich alle auf Satellitendaten, und da ist eben das Problem aus meiner Sicht, dass es quasi keinen direkten Zusammenhang zwischen der Pflanzenernährung und diesem Messwert, meistens NDVI-Werte, gibt. Und deswegen weiß nachher auch keiner, was er damit anfangen soll, beziehungsweise kommt da manchmal einfach was ganz anderes raus, wie es wirklich in der Realität ist. Und das ganze Ding bei der Düngung ist natürlich auch noch, dass wir da noch viel komplexer sind, weil wir nicht wissen, was wird zum Beispiel aus dem Boden nachmineralisiert, wie ist der weitere Witterungsverlauf und so weiter. Aber jetzt bei solchen Themen wie das Spot-Spraying, da gibt es aus meiner Sicht eben einen klaren Zusammenhang, entweder da ist ein Unkraut oder da ist kein Unkraut, und von dem her ist da die Anwendung natürlich äußerst sinnvoll und auch genau einfach, und man weiß genau, was passiert. Das ist ein ähnliches Thema, ist es dann zum Beispiel mit Wachstumsreglern oder Fungiziden, wo man einfach eine direktere Beziehung zwischen dem, was wir messen, und dem, was wir ausbringen möchten, haben, als es jetzt bei der Stickstoffdüngung und den bunten Karten ist. Genau. Herr Appel, Sie hatten da gleich einen Einwand zu? Ja, das gibt eigentlich das Stichwort auf unser Projekt mit Anja. Wir haben nämlich das Thema der Satellitenkarten im Paket ja mit enthalten. Und für uns war zum Beispiel enorm interessant, wir haben ein Projekt zusammen mit einer Länderversuchsanstalt, und die haben Rapsaussaat gemacht und verglichen die Drillsaat mit der Gleichstandssaat. Und wir hatten de facto identische NDVI-Karten. Das heißt, wir haben im Vegetationsindex keine Unterschiede gesehen. Aber das System Anja hat eklatante Unterschiede in der ganzen Phytopathologie gefunden. Wir haben Raps de facto praktisch ohne Pflanzenkrankheiten in den Gleichstandsvariante gehabt und hatten aber in der Drillsaat-Variante, angefangen von den klassischen Phosphatmangelsymptomen, teilweise Kalimangelsymptomen. Wir hatten da das Problem, dass eben unterständige Pflanzen unter Stress dann standen, Stickstoffmangelsymptome gezeigt haben, einzelne. Was uns dann am Ende wahnsinnig überrascht hat, war der Ausgangsdruck, der phytopathologische Ausgangsdruck bei den Krankheiten. Und zu guter Letzt haben wir am Ende 2 Pflanzenkrankheiten in den Rapsbeständen diagnostiziert, die in Europa bisher noch gar keiner kennt. Also das ist das Interessante an KI, das Interessante an großen Daten, weil eine agronomische Expertise mit dazukommen kann, die dann noch mehr liefert, als man bisher selber kannte. Also wir hatten dort Pflanzenkrankheiten auch diagnostiziert, die normalerweise im nordamerikanischen Canola-Bereich eine Rolle spielen, die wir total überraschend dann auch bei uns im Winterraps gefunden haben und zuverlässig diagnostiziert. Und daraus ergibt sich dann schon eine ganz interessante andere Herangehensweise bei der Bekämpfung. Und es gibt sich ganz andere agronomische Grundlagen und einen wahnsinnig guten Lerneffekt für den
Pflanzenmanager dann für den Landwirt, der dann seine Bestände eben anders führen kann. Also mehr Information gibt einfach auch mehr Sicherheit. Und das Interessante bei unserem System zum Beispiel ist die Geschichte, dass wir im RGB-Bereich arbeiten. Also wir arbeiten mit Bildern aus dem sichtbaren Wellenlängenspektrum, das heißt, das sind ganz normale Bilder. Und die können Sie als Agronom auch selber validieren, die können Sie selber auch dann beurteilen, ob das, was die KI gefunden hat, mit dem übereinstimmt, was ich selber als Landwirt auch kenne. Und noch so ein Beispiel bei mir aus dem Betrieb. Mein System heißt Anja nach meiner Nichte. Wir haben dann dazu ein schönes Akronym gefunden, das noch ein bisschen englisch dann klingt. Aber im Endeffekt war meine Nichte diejenige, die meinen Vater gefragt hat, wenn du die Pflanzkartoffel nicht mehr selektieren kannst, weil du jetzt immer älter wirst, du bist jetzt 76, hast das 50 Jahre lang gemacht, wer soll das in Zukunft machen? Da hat mein Vater zu ihr gesagt, ja, das machst du oder vielleicht noch mit Hilfe von dem Computer oder vom Handy. Die Idee, solche unterstützenden Systeme dazu zu verwenden, um agronomische Expertise dahin zu bringen, das ist enorm interessant. Und nur mal ein Beispiel, mein Vater habe ich dadurch überzeugt, dass wir Krautfäule, klassische Kartoffelkrankheit, 14 Tage früher im Bestand gefunden haben, bevor der Befallsaufruf kam. Und dann konnten wir Phytophthora 14 Tage wir hatten kein Spotspray zur Verfügung, aber wir haben dann diesen Befallsherd einfach eliminiert oder vorzeitig ausgespritzt und konnten dann fast 50% Phytophthora-Fungizide einsparen. Also genau das, was wir eigentlich wollen. Und am Ende haben wir in 22 das geschafft, was wir angestrebt haben. Bei mir auf dem Betrieb haben wir es geschafft, alle aufgewachsenen Kulturen unterhalb der Nachweisgrenze mit den Rückständen zu halten. Also wir reden nicht mehr über die Rückstandshöchstwerte. Sie wissen ja, Mehrfachrückstände, es wird bis zu 600 Pflanzenschutzwirkstoffe in den Produkten ja analysiert. Mehrfachrückstände wollen die Lebensmitteleinzelhändler ja nicht haben. Die Lidls und Aldis dieser Welt, die wollen am besten rückstandsfreie Produkte. Diese Produkte, die gingen alle von den Zertifizierungsstellen in die Analyse und bei mir haben wir es in 22 geschafft auf dem Betrieb, dass sowohl von den Kartoffeln, dem Raps, dem Mais und der Weizen, alle 4 Kulturen, kein einziger relevanter Rückstand gefunden wurde, als alle unter der Nachweisgrenze lagen. Und das ist genau das, was wir unter Next Level Farming verstehen. Weil das ist dann ein Schritt weiter und dann gibt es auch keine Unterscheidung mehr zwischen ist es jetzt Bio oder ist es jetzt konventionell, sondern es gibt nur die Leistung dieser Qualität, weil übrigens auch die biologischen Betriebe ähnliche Probleme haben. Die müssen dann mit den im Ökoanbau zugelassenen Wirkstoffen, akzeptierten Wirkstoffen arbeiten. Da arbeitet man bekanntermaßen mit Kupfer, Schwefel, mit anderen Präparaten oder mit sogenannten Basic Substances. Das ist ein neues Wort, auch im Pflanzenschutz. Und auch im Biolandbau haben die dieselben Probleme, wollen eben auch Rückstände reduzieren. Und auch dafür ist das System dann super geeignet. Achso, Herr Penz, wollen Sie da direkt? Nee, vielleicht mal eine grundsätzliche Betrachtung. Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Systemen, die es erlauben, nachhaltiger das zu liefern, was der Konsument haben will, egal ob sie in Konkurrenz sind oder nicht. Und ich glaube, wir müssen auch nochmal, Landwirtschaft, ein ganz übergreifendes Thema darüber ist ja, wie viel Transparenz will man am Ende sich selber geben, beziehungsweise der Gesellschaft gegenüber sich offenbaren. Und der DLG-Präsident Bartmer hat vor 10 Jahren ja mal einen Vorstoß gemacht, der hat sich viel Kritik eingefangen. Ich glaube, er war einfach zu früh und gesagt, Landwirtschaft muss transparent werden, weil diese Regelungswut kommt aus dem Misstrauen der Verbraucher. Der Politiker reagiert, reguliert und macht es immer schwieriger. Und wenn wir diese Abwärtsspirale unterbrechen wollen,
gelingt uns das nur, indem der Verbraucher wieder Vertrauen zur Landwirtschaft aufbaut. Denn der Landwirt ist ja heute der Prügelknabe der Nation, ja, zwischen der Politik und dem Verbraucher. Obwohl er eigentlich Problemlöser ist, die Welt nachhaltiger zu ernähren. Wir haben das gerade gehört. Und das kommt viel zu kurz. Aber die große Frage, die dahinter steht, wann sind Landwirte bereit, eine erhöhte Transparenz mit anderen zu teilen, um das Vertrauen der Verbraucher wiederzugewinnen? Ich glaube, Bartmer war seiner Zeit voraus. Wir kommen da gar nicht drum herum, die Transparenz zu erhöhen, Vertrauen aufzubauen, um diese Regelungswut weiter einzuschränken. Und ich glaube, das ist so ein übergreifendes Thema, das über all diesen Beispielen hängt. Ich finde, die Digitalisierung gibt da auch einen schönen Einblick, weil es ja auch ein sehr präsentes Thema irgendwo ist, wo sich auch viele Leute mit beschäftigen. Und man hat es auch häufiger, wenn man irgendwo meinetwegen mal erzählt davon, Mensch, das macht ja alles, da ist irgendwo immer noch so der Stand, wir sitzen irgendwo auf dem Schlepper als Landwirte und weiß aber keiner, dass man RTK hat, was eine Genauigkeit von so und so viel Zentimeter hat nachher. Herr Mink, ich würde Sie einmal kurz bitten, auch wenn es ein kleines Konfliktfeld ist, Herr von Pentz hat es ja gerade eben gesagt, dass Sie eigentlich alle in dieselbe Richtung gehen, aber trotzdem gibt es ja Unterschiede zwischen den Systemen. Vielleicht mal aus Ihrer Sicht sagen, auch wo der Vorteil vielleicht von Ihrem System ist und danach Herrn von Pentz auch nochmal bitten, dem gegenüber mal ein bisschen Stellung zu nehmen, einfach um das mal ein bisschen praktischer auch aufzuzeigen. Sehr spannend, dass die Frage so aufkommt, weil sie kommt tatsächlich sehr oft und häufig in dieser Form aus. Ich meine, schon die sind jetzt ja nicht die einzigen, sie sind wahrscheinlich die weitesten mit so einem System. Wir hatten sogar in Europa einige Startups, Bilberry, Carbon Bee und wie sie alle hießen, Hersteller auch in Australien, die schon mit solchen Systemen unterwegs sind. War für uns damals trotzdem die Sache, wir gehen auf die Drohne. Warum? Wir sehen überhaupt eigentlich da langfristig keine Konkurrenz. Also natürlich wird es ein Stück weit Konkurrenz geben, weil unsere Karten sind auf der Spritze einzusetzen und können dort für Spotspraying eingesetzt werden. Ja, nicht jede Spritze wird nachher ein Kamerasystem haben, vermutlich. Vielleicht auch doch. Wir sehen schon jetzt bei uns, wir sind jetzt mit dem Produkt das 2. Jahr am Markt gewesen letztes Jahr, eigentlich nicht am Markt, sondern in der Testphase, in der Pilotphase, sind jetzt dieses Jahr sehr viel größer und breiter nochmal, jetzt schon in 5 Ländern damit unterwegs. Und wenn wir die Anfragen angucken, die an uns kommen, dann sehe ich da eigentlich oftmals überhaupt keine Überschneidung zu einem Kamerasystem auf der Spritze, auch nicht zu einem Anja-System, weil worum geht es da sehr oft? Es geht nämlich bei uns um die vollflächige Kartierung und um die Vorhersage der Applikation auf dem Feld. Das heißt, es geht rein in das Thema Lieferkettengesetz langfristig. Wo wurde was appliziert, auch warum wurde es dort appliziert. Das heißt, wir haben ja die ganzen Bilder bei uns. Das ist ja auch ein Thema, was Herr Appel angesprochen hatte. Wir sind im RGB-Bereich unterwegs. Wir haben diese Übersicht über die Felder. Wir können für jedes Unkraut, das die KI, was man ja erstmal als eine Blackbox bezeichnen kann, identifiziert hat, auch einen Nachweis liefern, das Originalbild. Hier steht das Unkraut und so sieht es aus. Und deswegen wurde diese Entscheidung zur Applikation oder eben Nicht-Applikation getroffen. Und der zweite Teil dieser Anwendung ist auch die Planbarkeit, das heißt eine Produktbestellung. Ja, wir hatten letztes Jahr schon eine Anfrage von einem Unternehmen in Australien, was dort mit einem Kamerasystem unterwegs ist, die dann gesagt haben, hey, euer System kann irgendwie diese 500 Hektar am Tag kartieren. Ja, das brauchen wir hier, weil Feldgrößen und so weiter geben das her und auf meine Rückfrage hin, warum Sie denn das System brauchen, nach meiner Information hätten Sie ja eigentlich ein eigenes, was auf der Spritze arbeitet, war die Sache, ja, schön, wenn ich jetzt ein 500 Hektar Feld habe und nach der Applikation weiß, wie viel Mittel ich dort gebraucht habe, dann habe ich ja das ganze Wasser und die Wirkstoffe schon ans Feld hingekarrt. Das heißt, ich konnte vorher nicht planen, was muss ich einsetzen. Und da wird es natürlich technisch auch wieder in eine Richtung gehen, wie schnell können Spritzen zukünftig zudosieren. Wir werden das jetzt von einem deutschen Hersteller wahrscheinlich demnächst auch mal irgendwie mitbekommen, dass wir plötzlich mit einer gewissen Vorlaufzeit auch noch auf dem Feld zudosieren können. Sie hatten es vorher in einem Video ähnlich gezeigt. Und auch dafür brauche ich im besten Fall wieder Applikationskarten, um vorher trotzdem mal eine grobe Vorhersage zu haben, was werde ich denn nachher wirklich auf dem Feld einsetzen. Und wenn man jetzt dann wirklich weit in die Zukunft guckt, ich meine, das darf man ja als Startup auch seine Vision vor sich hertragen, dann haben wir eben jetzt einen Piloten, ja, der ist am Feld. Ich glaube,
ein Mitarbeiter von Ihnen war das ja 2018 war die letzte, 19 war die letzte Akreditka, schon so eine Pilotstudie vorgezeigt hat von eben Drohnen, die auf dem Feld im Hangar stehen. Das sehen wir jetzt immer öfters und wir denken auch, da wird es hingehen, dass einfach auf entsprechenden Betriebsgrößen die Drohnen stationiert sind, die Daten erfassen und wir verstehen uns deswegen auch ganz klar als Softwarefirma, die quasi die Auswertung anbietet, die diese Actionable Insights, also keine bunten Bildchen, sondern wirklich Auswertungen abliefert, mit denen ich Entscheidungen treffen kann am Ende. Und beim Kamerasystem hört zum Beispiel auch unsere Produktlinie auf. Wir stellen keine Drohnen her. Ja? Also wir nutzen Drohnen, die am Markt verfügbar sind und hängen da unsere Hardware dran. Die brauchen wir, um diese Geschwindigkeit und das Preisniveau halten zu können und auch jetzt unseren initialen eigenen Datensatz zu entwickeln, auf dem wir dann zukünftig unsere Produkte weiterentwickeln. Also im Prinzip, Herr Mink, die es gerade beantwortet, die Frage, es wird verschiedene Systeme geben, die zu verschiedenen Kosten, zu verschiedenen Auflösungen und Geschwindigkeiten führen. Bei uns besteht immer die Anforderung, zwischen 15 und 20 Kilometer schnell über das Feld zu fahren und dann nicht nur in den Reihenkulturen wie heute, sondern in Zukunft eben auch in den Getreidesorten Unkräuter zu unterscheiden, was ungleich schwieriger ist als das, was wir haben. Und dann Fungizide. Und so wir haben ja sogar, hatten wir im Vorfeld gesprochen, ein Patent, dass eine Drohne eine Dock-in-Station auf einem Kabinendach von einem Sprayer oder von einem Traktor haben kann. Wir haben uns eben technologisch für einen anderen Weg entschieden. Aber nochmals, wir sind auch offen, Alternativen auf unserer Infrastruktur laufen zu lassen, die Applikationen zu überspielen, sodass man keine Parallelsysteme und Bildschirme auf dem Schlepper oder dem Sprayer haben muss, sondern sozusagen von ihrer Applikationskarte direkt die Entscheidung über Isobus in die Spritze oder den Düngerspreuer schickt. Also das sind Dinge, die teilweise in Konkurrenz stehen, aber nochmals, die Systeme sind auch offen und es muss ein Landwirt aufgrund seiner Größe, seiner Gegebenheiten am Ende entscheiden, für welche Art er sich entscheiden will. Also wir blockieren das nicht, sondern sagen ja ganz bewusst, es ist eine offene Architektur, die auch verschiedene andere Konzepte erlaubt umzusetzen. Und wir glauben eins, von dem wir denken, dass es besser ist und genauer ist und sparsamer ist, aber was es zu beweisen gilt, wie immer im Leben. Genau. Herr Mink, noch einmal dazu. Also ich wollte an der Stelle nur sagen, das kann ich jetzt aus unserer Sicht absolut bestätigen, auch wenn John Deere da teilweise ein anderes Image vorauseilt in der Hinsicht. Über diese Funktionalität der Terminals können wir schon jetzt sagen, dass die Terminals von John Deere zu den Terminals gehören, die uns jetzt wieder als Zulieferer der Karten am wenigsten Probleme bereiten. Und das ist ein Thema, was man sicher auch nochmal an Robin Kümmerer oder wahrscheinlich auch Reinhard Appel adressieren kann. Wir haben mittlerweile ein eigenes Benchmarking gestartet, weil wir auch unseren Kunden oder potenziellen Kunden sagen müssen, okay, mit welchen Terminals, das ist für uns immer die kritische Schnittstelle, nachher funktionieren unsere Produkte. Und ich kann das bei John Deere da nur bestätigen und es funktioniert. Wunderbar. Dann wollen wir auch mal hoffen, dass das bei anderen Herstellern genauso funktioniert, weil das ja auch in der Breite etabliert werden soll. Und nicht jeder fährt nun mal John Deere, auch wenn sie es wahrscheinlich gerne hätten. Aber ja, nee, das ist eine uralte Diskussion, weil in Amerika denkt immer jeder Landwirt wird green on green. Das ist auch da nicht der Fall. Und ein Landwirt ist am Ende Unternehmer und will die freie Wahl haben. In dem Moment, wo sie ihn in ein geschlossenes System stecken, fühlt er sich nicht mehr als freier Unternehmer und sagt, ihr könnt vielleicht heute das Beste haben, aber allein aus dem Prinzip, wenn ich morgen was anderes will, kaufe ich euch nicht. Und wir haben das sehr früh geöffnet. Am Anfang waren wir auch ganz alleine, sehr weit voraus und haben viele Wettbewerber immer dieses Gerücht geschürt, das ist doch alles grün auf grün und nichts anderes kommt da rein. Und das hängt lange nach, obwohl wir das erste Plugfest 2004 mit einem Lemken-Flug gemacht haben, wo wir die erste Isobus-Maschine mit einem Traktor verbunden haben. Aber wie gesagt, es gibt auch noch andere und es werden auch immer gewisse Dinge geschürt. Man muss sich dem halt stellen, man muss es zeigen und beweisen. ich glaube, Herr Kümmerer ist da ganz an vorderster Front. Ich habe im Vorgespräch saß er auf dem Schlepper, man hörte im Hintergrund eben, dass es ein John Deere ist und wir hatten eben auch die Diskussion darüber, wie ist es eben mit anderen Herstellern. Vielleicht können Sie das auch nochmal aus der Praxis einmal umreißen, wo da vielleicht auch die Problematiken liegen, dass die Digitalisierung auch mehr vorangetrieben wird, dass einfach hin und wieder auch zwischen den Herstellern irgendwas
Isobus-System soll es ja eigentlich beheben, aber es gibt trotzdem immer noch mal wieder irgendwo Punkte, wo gesagt wird, da fehlt noch mal das letzte Ende irgendwo dafür, dass wir wirklich ein komplett rundes System haben, dass jedes System mit einem funktioniert. Ja, also ich denke, das ist ein ganz allgemeines Problem in Digitalisierung. Das beschränkt sich nicht nur auf die Schlepperterminals, es geht bei Ackerschlagkarteien weiter oder Schnittstellen zu behördlichen Programmen für die gemeinsamen Anträge zum Beispiel. Also da ist es nach wie vor so, dass wir erhebliche Probleme zum Teil noch haben, was Kompatibilität betrifft. Es gibt gute Lösungen, wenn ich jetzt rein im John Deere-Universum bleibe, da funktioniert das dann alles, aber sobald ich halt andere Hersteller noch mit reinnehmen möchte, da kommt es dann natürlich immer wieder zu Kompatibilitätsproblemen und das ist in der Praxis natürlich sehr energie- und zeitaufwendig, diese Probleme dann zu lösen und man steht ja dann schon auch oft unter Zeit- und Termindruck, wenn's Wetter passt und alles soweit ist, dann sollte es funktionieren und dann möchte man sich eigentlich nicht mit sowas da abgeben müssen. Genau, und ich denke, da muss auf jeden Fall von den Herstellern noch nachgebessert werden, dass dieser Austausch an Daten auch zustande kommt, weil das Problem ist ja auch, es gibt so viele Anwendungen inzwischen schon, wo man eine riesige Menge an Daten generieren können. Aber am Ende muss ich ich brauche ja auch die Zeit, um diese Daten auszuwerten und mit denen irgendwas anzufangen. Das heißt, die müssen eigentlich schon für mich vorher so gut ausgewertet sein und so leicht verfügbar und zugänglich, dass ich mit denen dann auch wirklich in der Realität arbeiten kann. Weil man kann sich viele Sachen überlegen mit Applikationskarten und was man da alles machen könnte, aber es muss dann halt zu dem Zeitpunkt, wenn ich auf dem Feld bin, muss es funktionieren und da ist es dann halt oft auch so, dass Entscheidungen sehr kurzfristig getroffen werden oder geändert werden, geplante Maßnahmen werden geändert und dann muss ich die Informationen, auf denen ich meine Entscheidung treffe, zur Verfügung haben und das dann auch leicht ändern können und das ist, denke ich, aktuell noch hin und wieder ein Problem, ja. Ja, vielleicht nochmal zu dieser ganzen, was funktioniert nicht. Ich sitze hier nicht und behaupte, alles funktioniert perfekt. Isobus ist inzwischen eine 15-jährige Reise. Am Anfang war Isobus überhaupt eine Idee, die einmalig war in dieser Branche. Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie bei uns in eine Fabrik gehen und da ist eine Heller und eine Wagner-Maschine, die können überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Die haben sich auch immer geweigert, einen Kommunikationsstandard zu etablieren. Deswegen ist auch Farm 4.0, Industrie 4.0 um 10 Jahre voraus, dass wir überhaupt so eine Norm haben und bereit waren, unter Wettbewerbern eine gemeinsame Datenkommunikationsform zu schaffen. Jetzt waren diese Protokolle, die man dafür braucht, über die APIs alles abzustimmen, überhaupt nicht komplett. Es waren auch die ganzen Use Cases nicht da. Deswegen hat sich das auch erst etabliert und funktioniert heute relativ gut. Also wenn Sie was wir aber auch gemacht haben, wir haben in Kaiserslautern in unserem Entwicklungszentrum laufen eben die Traktorenmodule, die CAN-Busse mit zeitgleich 50 verschiedenen Anbaugeräteherstellermodulen, um sämtliche ISO-Schritte abzustimmen. Also der gibt Befehle und kriegt Rückkopplungen und dann sehen wir, in welchem Protokoll, manchmal bei uns, oft bei anderen, aber tatsächlich dann eben unterschiedliche Dinge nicht abgestimmt sind miteinander. Das ist immer noch ein händischer Weg, das abzustimmen. Das müssen Sie sich vorstellen, 50 verschiedene simulieren da alle Gerätschaften durch. Mit solch einem Aufwand, das kostet uns Millionen und das machen andere sicherlich auch, manche vielleicht mehr und manche weniger, weiß ich nicht, versuchen wir diese Abstimmungslücken, die heute noch im System sind, rauszunehmen. Und das ist, wie gesagt, eine Reise. Das Puzzle ist noch nicht komplett. Wir versuchen es sukzessive weiter zu komplementieren und stehen natürlich im Wettbewerb mit allen anderen. Das ist wahrscheinlich auch sehr gut für Sie beiden, Herr Mink, Herr Appel, weil Sie müssen sich ja sonst für jedes System wieder was Neues ausdenken oder könnten nur mit einem zusammenarbeiten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger in der Hinsicht. Ein anderes Thema, was aber auch immer wieder aufkommt, wir haben es gerade eben auch gehört, wir kommen wahrscheinlich nicht ohne den chemischen Pflanzenschutz irgendwo aus. Es ist aber ja auch immer wieder im Gespräch, den mechanischen Pflanzenschutz weiter voranzubringen. Es gibt ja auch genügend Ansätze dafür, sei es nun autonome Roboter, sei es eine kameragesteuerte Hacke. Vielleicht, Herr Appel, um mal den Kontrast zu zeichnen, Sie sind ja eigentlich im Bereich chemischen Pflanzenschutz unterwegs.
Man könnte jetzt aber auch überlegen, ob man die Anja irgendwo auch noch so ein bisschen kombiniert mit mechanischem Pflanzenschutz, dass man da eben das volle Paket schafft und eben den chemischen Pflanzenschutz nur als letztes Mittel so ungefähr nutzt. Wie sehen Sie das System? Das ist letztlich sowieso im System und in der ganzen Logik drin enthalten. Und letztlich ist es auch sogar im Pflanzenschutzgesetz mit drin und in den Anwendungsverordnungen. Der Pflanzenschutz ist ja nur dann zu wählen, wenn die anderen Dinge nicht greifen oder nicht adäquat funktionieren. Das führt ja heute schon dazu, dass für die Pflanzenschutzindustrie das Entwickeln von Herbiziden, speziell in den Row Crops oder Mais, Kartoffeln, das wird zusehends schwieriger. Einfach auch deswegen, weil dort auch vernünftige Hacklösungen teilweise verfügbar sind. Allerdings muss man schon sehen, es ist nicht alles machbar über die Hacke, es ist nicht alles lösbar über diese Geschichte, das hat eingangs der Emeritus vorher gemeint. Es wird notwendig sein, mit smarten Lösungen, und das ist ein Teil der Aufgabe von Smart Farming und dieser präziseren Applikation, es wird notwendig sein, das sogenannte Stewardship für Produkte, für Wirkstoffe, mittels dieser Technologien zu verbessern, sodass wir eben sicherstellen können, dass deutlich weniger Mittel in Umlauf kommt, und da wird eben für jedes Mittel, für jeden Wirkstoff auch eine Risikoabschätzung getroffen, inwieweit der tolerierbar ist, akzeptierbar ist, und dass es eine Notwendigkeit heute schon gibt, dass wir Precision Farming oder Reduktionstechnologien nutzen, um Wirkstoffe weiter am Markt zu halten, beziehungsweise für diese Technologien auch in Zukunft wieder Dinge zu entwickeln. Das heißt, die Dinge sind ja voneinander abhängig, interdependent. Das heißt, die Dinge verändern sich ja auf allen Ebenen. Und genauso wie wir zum Beispiel mittels der Kameratechnik einen präziseren Einblick bekommen in die phytopathologische Epidemie, das gibt uns auch eine ganze Menge Daten. Diese Daten können wir auch wieder anders auswerten. Gleichzeitig gibt es uns auch Sicherheit bei der Dokumentation. Dieselben Bilder können wir zur Dokumentation nutzen. Und ergibt für uns eine Möglichkeit, wie wir darauf besser reagieren. Also da wird es auch wieder Entwicklungen geben. Das heißt, letztlich ist es ein Impuls davon, uns weiterzuentwickeln. Und das wird überall auch weiterentwickelt werden, und dafür wird es auch Startups geben. Was wir wirklich auch sagen müssen, wir sind im Grunde auch nur ein kleines Unternehmen im Pflanzenschutzvertrieb. Das muss man auch dazu sagen. Es wird auch sehr viel immer über die Förderlandschaft in Deutschland gesprochen, und speziell in diesem Agrarförderbereich ist es so, dass wir noch eine bessere, eine zielgenauere Förderung genau für dieses Thema brauchen. Sie haben gerade das erwähnt, diese Abstimmungsgeschichte zwischen den Terminals, zwischen den Gerätschaften. Da geht es nämlich auch um eine ganze Menge, viele kleine Landtechnikunternehmen. Da geht es auch um eine Menge, viele kleine Unternehmen, die eben Schlagkarteien oder mittelgroße Unternehmen, die Schlagkarteien oder Farm-Management-Software haben. Und bis wir diese gesamte Datenwelt der Landwirtschaft harmonisieren und so weit bekommen, dass wir das abbilden können, was Smart Farming braucht an Daten, das wird noch enorm viel Arbeit sein. Und da ist auch die Politik und auch die Landschaft gefordert, solche Dinge mal zu fördern. Und das wird auch, das richtet sich an die Studenten hier im Raum, es wird auch notwendig sein, dafür qualifiziertes Personal zu bekommen, die diese Dinge in dieser Komplexität verstehen. Weil es ist enorm wichtig, dafür auch Gesprächspartner zu haben und auch Leute zu haben, die sich darüber Gedanken machen. Also wir brauchen dafür auch Leute, die sich in Zukunft darüber einen Kopf machen und dann auch wissen, naja, wann wird denn eine Gerste ausgesät bei uns in unseren Breiten? Weil das ist nämlich nicht mehr landläufig und überall voraussetzbar. Dafür brauchen wir heute schon Agrarstudenten. Bevor Sie zu Wort kommen lassen, also Sie sagen quasi, den Green Deal
nicht nur als quasi Herausforderung zu sehen, sondern irgendwo auch als Chance, neue Systeme zu etablieren. Diese Problematik, die ja eigentlich seit es den chemischen Pflanzenschutz gibt, wie so ein Damoklesschwert irgendwo auch darüber mitschwingt, dass man das Ganze jetzt quasi initiativ angeht und quasi die Landwirtschaft in der Hinsicht auch revolutioniert. Um es halt auf wieder ein neues Level zu heben, wie Sie auch schon mal gesagt haben, dass man quasi nicht auf dem Produktionslevel bleibt, wo man jetzt gerade ist, sondern vielleicht sogar noch wieder darüber hinausgehen kann. Irgendwo. Genau, ganz genau. Wenn man Dinge tut, die die ganze Welt schon kann, dann wird man auch mit den Preisen konkurrieren müssen, die die ganze Welt kann. Wir sind ein Technologieland, wir werden die Köpfe dazu brauchen, diese Dinge weiterzuentwickeln, und nur das qualifiziert uns alle gemeinsam und auch jeden von euch hier im Saal als Studenten und an den Geräten. Das qualifiziert uns dafür, dass wir auch diese Löhne auf dieses Gehaltsniveau auch applizieren können. Und das ist ein Thema. Wir müssen dadurch auch verständlich machen, dass die Landwirtschaft eben eine andere Qualität hat. Und nur mit dieser Qualität wird auch die Gesellschaft uns diese Wertschöpfung zubilligen. Und nur wenn wir das dokumentieren können, werden wir in Zukunft für unser Getreide, was wir dann zum Beispiel rückstandsfrei produzieren können, andere Preise bekommen können. Das ist die Qualität der Zukunft. Und das wird auch die Himbeeren und es wird auch die Spezialkulturen betreffen. Das wird viele, viele Dinge betreffen der Zukunft. Dann gibt es einen anderen Preis dafür. Und dann kann man sich auch den neuen John Deere kaufen. Hoffentlich. Aber zu dem Punkt, Europa ist ein Hochertragsstandort und wird es auch bleiben müssen. Und unser ökonomisches und ökologisches Optimum ist ein anderes als im Rest der Welt. Ja. Und wenn wir jetzt durch einen Green Deal, den wir uns stellen müssen, da gebe ich auch vollkommen recht, neue Technologien hervorbringt und hervorzwingt, ob wir das immer mögen, ist eine andere Frage. Aber es wird am Ende wieder ein neues ökonomisches und ökologisches Optimum geben. Und die Eingangsfrage, und da wollte ich nochmal, war ja auch das mechanische Hacken, wie weit das eben eine Rolle spielt. Das wird sicherlich eine wachsende Rolle spielen, es wird den Pflanzenschutz ergänzen. Die Technik kann natürlich dafür sorgen, dadurch, dass ich hatte das vorhin erwähnt im Vorfeld, dass wir die Geoposition eines jeden einzelnen Saatkorns kennen, dreidimensional auf plus minus 1 bis 2 Zentimeter genau, dass wir viel näher hacken, mit breiteren Werkzeugen genauer hacken können. Das unterstützt man dann noch mit Kameratechnologie. Das ist das eine. Aber wenn wir so genau ablegen können, dann können wir im Prinzip wie in einer Baumplantage auch längs und quer gleiche Reihenkulturen schaffen, mit anderen Abständen als heute in der Breite und in der Saattiefe, wo sie dann längs und quer hacken können in hoher Geschwindigkeit. Ja, und es gibt also, da kann die Technologie, auch die Saattechnologie, unheimlich neue Möglichkeiten schaffen, eben auch Alternativen hervorzubringen, als Ergänzung zum klassischen Pflanzenschutz. Ja, Hemming, wo wir gerade auch wieder beim mechanischen Pflanzenschutz sind, der geht ja nicht nur meinetwegen von der Hacke hinterm Schlepper aus, sondern vielleicht auch mal von autonomen Maschinen, sei es eben, wie Sie es vorgestellt haben, eben der größere Schlepper, der irgendwo autonom unterwegs ist, oder eben der kleine Roboter oder die Schwarmintelligenz, wie auch immer. Wie sehen Sie sich da auch mit Sam Dimension aufgestellt? Weil gerade ist es ja darauf ausgelegt, dass man quasi den chemischen Pflanzenschutz im Fokus hat. Ja klar, die Ausrichtung auf den chemischen Pflanzenschutz ist natürlich für uns jetzt erstmal als Einstiegsmarkt relativ sinnvoll. Da ist ein Bedarf da ist das Verständnis ist relativ klar und wir können es auch direkt umsetzen mit den Maschinen, die wir zur Verfügung haben oder die eben der Landwirt zur Verfügung hat. Wenn man jetzt ein bisschen zusammenfasst, was auch gesprochen wurde, dann müssen wir, glaube ich, das ganze Thema Datenerfassung im Pflanzenschutz, vielleicht auch im ganzen Pflanzenanbausystem, mehr als ein holistisches System verstehen, wo jeder Player seinen Beitrag dazu leistet. Und erst eigentlich durch das Kombinieren quasi Sensor Fusion oder auch nachher verschiedene Datenbanken miteinander zu verknüpfen, entsteht eigentlich dieser richtige Mehrwert,
auf Seiten der Landwirte, auf Seiten der Abnehmer, auf Seiten der regulatorischen Behörden, egal in welche Richtung, je mehr Daten ich verknüpfen kann, desto sinnvoller wird natürlich die Aussage hinterher. Und warum sage ich das davor? Wir sagen jetzt auf einmal, wundern wir uns alle, wo plötzlich aus der Versenkung, ich mag das Wort gar nicht in den Mund nehmen, ja, das lassen wir heute weg, eine KI auf den Markt kommt, die vorgibt, sie könnte Fragen beantworten. Das Ding ist schon ewig da. Das gibt es schon Jahre. Und da redet man auch drüber, wenn wir mit unseren Entwicklern sprechen, dann werden diese Modelle durchgegangen. Und plötzlich findet einer eben die Anwendung und sagt, jetzt machen wir das mal online zugänglich. Jetzt kann jeder auf der Welt das nutzen und die ganze Welt ist erstaunt, erschüttert die Märkte, Startup-Bewertungen gehen plötzlich wie verrückt hoch und runter. Andere sagen, wir haben kein Geschäftsmodell mehr, die anderen feiern es. Und wir sollten da im Agrarbereich wirklich ein Auge drauf haben, dass wir diese Systeme, wo wir jetzt solche frühen Anwendungen haben, die Daten erfassen und die langfristig dazu beitragen, die Daten auch auszuwerten, ernst nehmen und uns bewusst machen, was wir da eigentlich für eine Grundlage schaffen für die nächsten Jahre und auch wer diese Grundlage in der Hand hat. Also auf wen verlassen wir uns langfristig? Und da komme ich eben zurück auf die Frage, wir sehen eben diese Kartierung als das Tool der Zukunft, um eben die Vorhersage zu treffen. Nicht nur für die Pflanzenschutzmaschine oder für die Bestellung von Pflanzenschutzmitteln, sondern auch, wo muss ich einen Roboter hinschicken. Ja, wenn wir jetzt über die Stundenleistung von Robotern sprechen oder über die Hektarleistung, da sind wir jenseits von Gut und Böse. Sie hatten vorher die 20-25 km/h genannt. Uns wird auf diesen östlich gelegenen Betrieben immer gesagt, ihr müsst mindestens 20 bis 30 Hektar die Stunde kartieren, weil so schnell das packen unsere Spritzen mit Zulieferfahrzeug. Wenn ich das jetzt projiziere auf andere Geräte, die da autonom unterwegs sind, erscheint es mir doch sehr sinnvoll zu sagen, okay, wir können auch ein Feld, ja, vor allem wenn wir über größere Flächen sprechen, einteilen, und zwar bevor wir die Entscheidung treffen und quasi die Entscheidung auf Datenbasis treffen. Wo kann ich einen Roboter hinschicken, wo ist eine Feldspritze notwendig, wo werde ich mechanisch mit dem Traktor, also mit einer gezogenen Hacke, eben unterwegs sein und dahingehend meinen Pflanzenanbau optimieren, dass ich eben eine Entscheidungsgrundlage auf Datenbasis habe, eine Rechtfertigung, aber auch für mich eine Unterstützung. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es auch gar nicht so weit hergeholt, wenn wir uns so ein paar Jahre zurückerinnern, wer vielleicht als Kind noch auf dem Betrieb war und hier in Baden-Württemberg auf dem Betrieb war und diese sehr kleinen Strukturen kannte, in der Regel haben die Landwirte die Flächen auswendig gekannt und haben mit der Hand irgendwie Klavier gespielt auf den Ventilen und haben die Spritze selber aus- und eingeschaltet oder haben den Düngerstreuer zugedreht, weil sie wussten, da hinten ist die Steinplatte, da brauche ich überhaupt gar nichts draufschmeißen. Und jetzt auf einmal haben wir es zu tun mit immer größer werdenden Betriebsstrukturen und selbst da haben wir einen Landwirt, der hat früher auf einem Betrieb gearbeitet, ganz im Osten. Da hat der Betriebsleiter die Leute vorher mit dem Motorrad über die Felder geschickt und die hatten so eine Karte dabei, wo die eingezeichnet haben, wo wie der Unkrautdruck aussieht. Weil Landwirte in der Regel schon immer wussten oder daran interessiert waren, optimiert ihre Betriebsstoffe da entsprechend auszubringen auf den Flächen. Und nichts anderes tun wir jetzt, quasi diesen Schritt zu automatisieren, dahingehend, dass es dann nachher vergleichbar ist mit dieser Webanwendung, die wir jetzt alle feiern. Mit Blick auf die Zeit würde ich einmal zum Abschluss Herrn Kümmerer jetzt nochmal fragen. Wir haben ja das ganze Thema Green Deal umrissen. Wie fühlen Sie sich zukünftig aufgehoben in Richtung Pflanzenschutz? Sehen Sie da wirklich großes Potenzial, dass man auf dem Niveau weiterarbeiten kann, wo wir gerade sind, oder es steigern kann? Oder sehen Sie da trotzdem irgendwo auch noch Hindernisse, vor allem auch im Blick auf die Systeme, die wir jetzt gerade vorgestellt haben? Also Prognosen, die was mit Brüssel zu tun haben, sind immer sehr schwierig zu treffen, weil die, wissen wir ja zum Beispiel aus der gemeinsamen Agrarpolitik, doch sehr kurzfristig angepasst und geändert werden. Aber ich denke, diese Technologie, die wir jetzt hier besprochen haben, die ist natürlich nur ein Teil von einem großen Paket an Maßnahmen, das wir treffen müssen, um so eine Pflanzenschutzreduktion hinzukriegen. Ich denke da in erster Linie an Fruchtfolgenerweiterungen zum Beispiel, die einfach schon grundsätzliche Probleme lösen. Und ich sehe das zumindest bei uns in der Region auch, dass da schon einiges passiert und die Landwirte da auch sensibilisiert sind, Partnerschaften eingehen, um zum Beispiel
Flächen zu tauschen oder Feldfrüchte zu tauschen. Aber ich sehe ehrlich gesagt schon großes Potenzial in den Technologie-Innovationen und ich denke, da braucht man auch die Innovation, um in Zukunft das genauer hinzukriegen. Und ich stelle mir immer vor, wie das dann mal in ein paar Jahren ist, wenn das dann zur Regel wird, dass man Spot-Spraying zum Beispiel anwendet. Da wird man zurückschauen und sich fragen, wie blöd war das eigentlich, dass man auf dem ganzen Feld den Wirkstoff ausgebracht hat, obwohl man es wirklich nur vielleicht auf 5-10% der Fläche wirklich braucht. Aber aus heutiger Sicht ist es halt sehr schwierig bisher. Aber wir haben ja zum Beispiel dieses SAM-Dimension-System schon getestet bei uns auf dem Betrieb und ich sehe da wirklich Potenzial und auch gerade bei dem SAM-Dimension-System, das jetzt auf der Drohne basiert, sehe ich auch die Einstiegshürde für einen Landwirt viel geringer, als wenn ich jetzt in eine neue Feldspritze investieren muss und ich kann das System einmal nutzen und wenn es mir nicht gefällt, dann nehme ich den Service halt im nächsten Jahr nicht mehr in Anspruch. Okay, vielen Dank. Vielen Dank auch für die, denke ich, sehr angeregte Diskussion und dass wir das Thema einmal auch sehr allgemein beleuchten konnten. Nun würde ich einmal darum bitten, für die Fragen aus dem Stream. Die erste Frage bedeutet die Weiterentwicklung der Spritzen und die mögliche Ausstattung mit Kamerasystemen, dass die Drohnenkarten eher für die Bestandsschadware langfristig relevant sind. Also wir hatten es vorher schon ein bisschen so besprochen, das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel ein Stück weit. Wir sehen, dass die auf jeden Fall relevant bleiben, weil ich einfach auf entsprechend großen Betrieben eine Vorplanung habe, auf kleineren Betrieben vielleicht das Thema, wie es der Robin Kümmerer jetzt angesprochen hatte, dass ich vielleicht den Service ganz gezielt einsetze, dort wo ich ihn brauche. So sieht es zumindest mal aus unserer Perspektive aus und ich sehe tatsächlich, dass ab gewissen Betriebsgrößen solche Systeme auch nebeneinander laufen, weil sie einfach unterschiedliche Datengrundlagen liefern. Das wäre meine Einschätzung dazu. Ich weiß nicht, wie Sie das... Ganz ähnlich im Prinzip. Nächste Frage geht dann anscheinend an Sie. Wie geht John Deere mit immer größeren Datenmengen durch verschiedene Applikationskarten auf seinen Terminals um? Sie haben es schon mal erwähnt, dass John Deere ja zum Beispiel auch mehr Daten am Tag verarbeitet als Twitter, was ja auch schon eigentlich eine ziemliche Hausnummer irgendwo ist. Genau, also das ist auch eine Herausforderung. Natürlich hilft 4G und hoffentlich 5G. Wir beschäftigen uns auch mit Starlink, also mit mittelhohen Satellitensystemen, weil in Südamerika zum Beispiel ist nur 5% der Fläche überhaupt durch Telefonverbindungen online verbindbar. Und deswegen muss man auf Satellitensysteme zurückgreifen, was hier nicht so ein Thema ist. 5G wird uns unheimlich helfen, Daten zu transferieren, aber wir müssen die auch auf den Geräten verarbeiten. Das kommen auch von den Anbaugeräten über diese ganzen Dinge, die wir gerade besprochen haben, immer mehr Daten hinein, die wir dann rein und raus transferieren müssen. Deswegen sind wir immer dabei, jetzt die Kapazitäten der Telemetriesysteme weiter aufzurüsten. Wir kriegen jetzt einen neuen Bildschirm, Generation 5, der kann auch wiederum der ist nicht nur größere Datenmengen verarbeiten. Also diese Reise geht weiter und deswegen findet natürlich auch die Nachrüstung irgendwann ein Ende, weil wir 2015 nicht die Prozessoren hatten, um diese immer stärker werdenden, hochauflösenden Datenbildmengen zu verarbeiten. Also irgendwo findet das dann auch seine Grenzen. Ja, vielleicht auch, um denen mal wirklich Nachdruck zu verleihen, dieses politische Wort, man brauche 5G nicht an jeder Milchkanne, das ist genau das Gegenteil. Gerade die Landwirtschaft braucht extrem gute Datenaustauschstrukturen, also Breitbandnetze, Breitbandanschlussmöglichkeiten. Und das muss politisch transportiert werden. Das ist nämlich eine Qualitätsfrage für die Ernährung der Zukunft. Sieht man im ersten Moment nicht, aber man hat zum Beispiel gesehen, Microsoft zur Primetime abends macht Werbung für die neuen Betriebssysteme mit Landwirtschaft. Da finden Sie genau das, von was wir gerade gesprochen haben. Da finden Sie schön animiert die Pflanze mit einem kleinen Etikett dran, dass die Pflanze eben ihr Etikett bekommt und dass an der Pflanze dann klar wird, wie die in ihrem weiteren Lebensweg dann an der Supermarktkasse qualitätsmäßig beschrieben wird. Das benötigt Dateninfrastruktur.
Dateninfrastruktur. Das wird das A und O sein. Deswegen, Und Transparenz. und die Transparenz, Ja. absolut. Ja. Ich denke, an der Stelle kann man auch noch so ein bisschen sagen, wenn man sich das Thema Datenverarbeitung und Datentransport anguckt, da muss, glaube ich, auf beiden Seiten was passieren. Also zum einen, dass wir natürlich bessere Verbindungen haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, okay, unser erster Schritt war es, große Datenmengen auf immer kleineren Medien abzuspeichern. Ich denke, der nächste Schritt ist dann so mit dem Blick auf das Thema Edge AI, dass ich immer mehr Auswertung quasi auch schon vor Ort durchführen kann, dass ich quasi die Datenmenge auch schon reduzieren kann auf die Kernaussage, wenn man so möchte, und da auch die Firmen, wie wir jetzt quasi dann gefordert sind, entsprechende Produkte zu entwickeln, weil wir können nicht diese Datenmenge, wenn wir es bei uns durchmodellieren, dann kann ich irgendwie auf dem Hektar über 20 Gigabyte irgendwie produzieren. Das ist ja auch irgendwie utopisch, dass man dann sagt, das wird alles transportiert. Da muss ich auch bei mir dann irgendwann mal fragen, okay, wo fange ich denn an, Daten zu reduzieren? Und trotzdem die Informationen zu behalten. Das ist ja die Kunst dabei. Dann würde ich nochmal unsere Zuschauer hier im Saal bitten, mögliche Fragen zu stellen, so 2, 3 Stück, je nachdem. Mikrofon ist unterwegs. Ja, und zwar haben wir jetzt ja eigentlich hauptsächlich über Herbizide geredet. Wie sieht es denn aus? Diese 50% erreichen wir ja nicht nur mit Herbiziden. Wir haben ja auch die Insektizide, die Fungizide. Da wird es ja nachher auch schwieriger, weil wir ja dann dichter noch ans Blatt ran müssen. Wir müssen von unten mal an ein Blatt ran gucken, ob wir irgendwo einen Rost finden oder sowas, was wir von oben gar nicht so direkt sehen können. Das ist ja auch noch so ein schwieriges Thema. Herr Penz, vielleicht haben Sie da schon von John Deere irgendeine Idee, wie man da was machen könnte? Also ich kann jetzt auch nicht alles ausplaudern, aber ich kann nur sagen, das sind die nächsten Schritte. Und das ist auch eins der Gründe, weshalb wir also nicht ein abgesetztes System haben, sondern ein Onboard-System haben, dass wir natürlich die Kameras irgendwann auch anders positionieren können und von allen möglichen Perspektiven da reingucken können. Denn Insektizide und Fungizide sind natürlich, Fungizide als nächstes und dann die Insektizide das Ziel. Es muss über alle 3 Hauptgruppen gehen, anders geht es gar nicht. Ja, aber wie weit sind wir da ungefähr so in so einem zeitlichen Rahmen noch von entfernt? Ja, also auch das ist wieder eine Reise und da laufen wir natürlich gegen dieses 2030-Ziel. Wir haben ja jetzt erstmal in den Reinkulturen angefangen. Ja, das sind die einfachsten und nicht nur Green on Brown, sondern Green on Green in den Reinkulturen. Jetzt kommen bald nächstes die Getreidearten, wo es deutlich schwieriger ist, die Hochauflösung noch zunehmen muss bei 15 bis 20 Kilometer Vorfahrtgeschwindigkeit im Getreide, wo man es ja manchmal wirklich schon Gerste und Weizen in gewissen Stadien kaum auseinanderhalten kann, dann noch Unkräuter dazwischen zu erkennen. Ja, das sind die nächsten Schritte. Und dann kommen, wir haben schon Studien daran, aber da sind wir von der Markteinführung noch ein bisschen weit entfernt. Alles klar, vielen Dank. Ja, von meiner Seite keine Frage, sondern eher eine Bitte an die Hersteller. Und zwar sehe ich das Problem, dass bei aller Euphorie, was jetzt die ganzen Spotspray-Systeme ermöglichen, die Effekte, die ja da sind, in der Kommunikation mit der Politik zu sehr überschätzt werden, weil ich sehe das Problem, wir haben in 10 Jahren tolle Spotspray am Markt, aber eine ganz begrenzte Palette an Wirkstoffen und das bringt uns nichts. Wir haben tolle Spotspray, aber in den einzelnen Produktbereichen, sei es jetzt Rübe oder sei es Spezialkulturen, die eine geringere Fläche haben, zu wenige Wirkstoffe am Markt, um auch einen Wirkstoffwechsel zu haben und die Resistenzproblematik dann auszuschließen. Und in der Kommunikation mit der Politik muss es weiterhin einfach betont werden, was die Technologie kann, ist gut, aber wir brauchen auch weiterhin wirksame Mittel, um dann auch die Resistenz halt vorzubeugen. Ja, Dankeschön. Volltreffer, ja. Naja gut, da kann man schon dazu sagen, dass wir reden jetzt zwar heute speziell über diese Smart Farming-Geschichte, bei uns in unserem Fall über Anja. Wir arbeiten trotzdem parallel eben an Wirkstoffen. Das, was ich vorher mal ganz kurz angeschnitten habe, auch die Spot-Spraying-Systeme werden uns erlauben, im sogenannten Risk Management und in der Risikoanalyse dann die Überlebenschancen für bestehende Wirkstoffe und auch die Zulassungschancen für neue Wirkstoffe zu erhöhen. Weil genau an diesen Risk-Management-Faktoren sind auch etliche Wirkstoffe bisher auch schon gescheitert. Das heißt, in der Entwicklung muss eben dann, wenn es um toxikologische Probleme geht, um Ecotox,
also ökologische Toxizität, eine Abwägung getroffen werden. Und solche Abwägungen werden über Modelle getroffen. Und das Schöne dabei ist, wenn wir eben sagen können, dass wir nicht mehr auf braune Stellen am Boden applizieren, sondern tatsächlich nur noch auf die Trefferfläche, dann verändert sich diese Kalkulationsmodelle, diese Kalkulation deutlich und es erlaubt uns, Wirkstoffe am Markt zu halten oder neue Wirkstoffe zuzulassen. Das heißt, das, was ich vorher gemeint habe, interdependent, voneinander abhängig, das wird dazu führen, es wird sich damit das auch verändern. Und Sie können sich darauf verlassen, wir im Pflanzenschutz, wir wollen weiterhin Pflanzenschutzmittel anbieten und wir werden uns auch darum bemühen, dass wir das weitermachen können. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir haben von dieser Brüssel-Reise gesprochen, wir haben das versucht, da auch anzubringen und zu sagen, ihr müsst Glyphosat eben vielleicht durch eine andere Brille betrachten, denn die Risikobetrachtung und Abwägung bei Glyphosat sehe wahrscheinlich ganz anders aus, wenn es dieses Spot-Spraying im Getreide schon gäbe, was wir noch nicht haben, woran wir arbeiten. Aber dass man das auch berücksichtigt, um auch in Zukunft eben, wie man die Modelle gestaltet und was eben möglich ist. Glyphosat würde nicht verboten werden, wenn wir die Spot-Spraying schon im Markt hätten im Getreide. Aber ich meine, man muss ja auch sehen, wir reden jetzt hier wirklich über Technologie und die ist vielleicht sogar eine Zacken schwieriger als Heizung und Luft-Wärmepumpen und solche Dinge. Und allein da schon ist schon zu sehen, wie schwer sich die Politik tut, so eine Qualitätsdiskussion überhaupt richtig zu führen. Wir haben in der Landwirtschaft schon die große Herausforderung, dass wir jeden einzelnen ausgebildeten Landwirt, jeden einzelnen ausgebildeten Agrarstudenten brauchen, um das zu transportieren und diese Qualität und Qualifikation zu transportieren. Deswegen hat jeder hier eine Multiplikatorfunktion und wir haben hier einen ganz wichtigen Stream auch für YouTube, um das auch verständlich zu machen. Ich glaube, wir müssen auch versuchen, das der Politik zu zeigen, was wir heute hier gesprochen haben. Ich sehe gerade hier aus dem Publikum keine weiteren Fragen, aber da oben noch eine. Genau, also ich hätte da mal die Frage, wie gut performt ein Smart Spray System, also über Drohne oder auch über das John Deere System in Mischkulturen wie Intercropping, also Mais mit Leguminosen, welche ja jetzt, denke mal, auch ein bisschen mehr die Zukunft sein werden in Sachen Biodiversität. Kann es da sein, dass da irgendwelche Schwierigkeiten bei der Erkennung sind oder würde das alles glatt laufen in Ihrer Sicht aus? Also wir gehen erstmal in die Reinkulturen rein. Ja? Und da haben wir, das hatte ich glaube ich erwähnt, diese 30 bis 85% Reduktion bei Herbiziden, im Schnitt 63% bei 150 Systemen, die im Umlauf sind. Mischkulturen sind natürlich dann wieder eine größere Herausforderung, ja, weil wir haben größere Datenmengen, höhere Auflösung. Das ist einer der Gründe, weshalb wir auf das kamerabasierte System gehen. Das sind aber alles Folgeschritte. Wir arbeiten das erstmal nach Prioritäten ab, bevor wir dann uns solchen Mischkulturen stellen. Aber früher oder später müssen wir das auch tun. Das ist eine gute Frage. Aber die liegt noch so ein bisschen weiter raus auch. Das ist ja, das sind, wir haben, ich weiß nicht, um das jetzt hinzukriegen, was wir haben wir Hunderte von Millionen Bildauswertungen machen müssen. Ja, und das ist nur bisher der erste Schritt. Und wenn wir dann ins Getreide gehen, wird es noch schwieriger. Bei dem autonomen Traktor, um das Grubbern beizubringen, und er steuert nur 3 Funktionen auf dem Grubber im Prinzip, 50 Millionen Bildaufwertungen, um ihm nur das Grubbern beizubringen. Deswegen, bis der 70% aller Arbeiten eines Traktors übers Jahr machen kann, vergeht noch einige Zeit und müssen noch viele, viele Milliarden von Bildauswertungen gemacht werden, um die Befehle zu steuern. Also würde ich genauso auch zustimmen. Es ist am Ende eine Frage des Datensets. Wir haben jetzt gerade die letzten 2 Wochen waren wir unterwegs in der Tschechischen Republik, haben dort Weizenfelder kartiert, haben die Applikationskarten dafür geschrieben. Das Produkt gibt es bei uns auch noch nicht zu erwerben. Das ist jetzt das 2. Jahr, wo wir jetzt, wahrscheinlich sind wir nächstes Jahr soweit, gehen wir davon aus, mal angefangen haben, die Dicotylen-Unkräuter rauszukartieren im Weizen. Und es ist einfach eine Frage des Trainingsaufwands. Und was man schon sagen kann, es ist eben im Vergleich zu den reinen Kulturen logischerweise einfach ein erheblicher Mehraufwand an Trainingsmaterial, was produziert werden
werden muss und mehrere Lerniterationen, bis eben die gleiche Datenqualität erreicht wird, wie wir es eben jetzt aus den Reihenkulturen schon kennen. In der Zwischenzeit, während das Mikrofon unterwegs ist, vielleicht noch mal kurz eine Frage aus dem Stream auch. Welche Zusatzdaten mit Mehrwert für die Landwirte fallen aus den angefertigten Bildern der Äcker heute schon an? Vielleicht einmal ganz kurz an Herrn Appel. Sie sind da... Ja, letztlich, was man ab sofort nutzen kann, ist natürlich die Dokumentationssicherheit. Also das habe ich vorher mal kurz erwähnt. Das ist ein echter Zusatznutzen, dass man eben dokumentieren kann, wann, zu welchem Zeitpunkt, welche bei uns auch schon Krankheiten drin waren, welche Unkräuter drin waren, welche Nährstoffmangelsymptome aufgetreten sind. Also das kann man unmittelbar, deswegen, weil es eben RGB-Daten, wir sprechen immer von rot-grün Bildmaterial, also das ist im sichtbaren Wellenlängebereich, das sind ganz normale Fotos. Geht vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Transparenz nachher wieder, dass man da auch eben die Nachweispflicht... Ja, und natürlich, Sie müssen ja erstmal eine Datenbank anlegen, um später Algorithmen zu füttern, um auch Entscheidungen zu füttern. Ja? Also aus Wetterdaten, aus Ihren Aggregationsdaten, aus Erntedaten, das überlagern. Und man sagt, man braucht 7 Jahre Daten, um am Ende einigermaßen Entscheidungen zu treffen, die in einem Horizont von 5 plus minus 5% korrekt sind. Also man muss auch erstmal eine Datenbank anlegen und mehrjährig. Herr Kömmerer, haben Sie ja, wenn ich auch jetzt ganz direkt mal an diese Herbizid-Spot-Spraying denke und gerade an die Unkräuter, die wir da jetzt schon relativ gut handeln können, wenn wir da an Mais oder Zuckerrüben, Spätverunkrautung, Disteln, Winden und so weiter schauen, da kriegt man auch Informationen über den Boden, liegen da Verdichtungen vor, liegen da vielleicht Nährstoffmangel vor, die ich dann gezielt auch angehen kann. Habe ich vielleicht eine Drainage, die da verstopft ist, die sich so langsam anbahnt und anders dann vielleicht erst in 2 Jahren sichtbar wird, wenn der Schlepper dann da drin stecken bleibt. Ja. Ich denke, das ist ein altbekanntes Problem bei vielen von uns. Einmal nochmal die Frage aus dem Publikum. Ja, meine Frage geht jetzt im Speziellen erstmal an Herrn von Penz, aber auch gerne, Herr Mink und Herr Appel dürfen aber auch gerne darauf antworten. Wir sprechen immer von Daten und Daten, die an eine durchgehend lernende KI gesendet werden. Herr von Penz hatte gesagt, jeder Bauer, jeder Landwirt, jede Landwirtin kann auch sagen, wenn das System nicht mehr gefällt, die Daten immer zurückfordern. So ein Datensatz, der an eine KI gegangen ist, der kommt doch eigentlich nicht mehr zurück. Gibt das dann Rückschritte in der Weiterentwicklung der KI? Nein, also dieses Versprechen, die Daten, also wir hatten vorhin im Vorfeld darüber gesprochen, dass die Systeme, was wir als Basis 2008 etabliert haben, ein Opt-in-System ist. Also man muss alles, ob es Maschinen, Job oder agronomische Daten sind, die man auf so einer Maschine erfassen kann, besteht kein Zwang heute für jemanden, dass er das freigibt, ohne es zu wollen. Also es ist ein Opt-in oder ein Opt-out-System. So, und Ihre Frage bezieht sich jetzt, dass wenn ich sage, ich vertraue John Deere nicht mehr, ich will meine Daten zurückhaben, dann bezieht sich das erstmal auf die Maschinen, die Jobdaten, die gesammelt wurden, die sind natürlich spezifisch, und auf den Hektardaten, die werden, soweit sie herauslesbar sind, werden auch zurückgegeben. Aber natürlich, wenn sie in aggregierter Form irgendwo in einem großen Datenlake verschwunden sind, erstmal sind sie dann ein Bruchteil eines Millistel Prozent oder Promille, das da irgendwie noch eine Rolle spielt, dann können sie natürlich durchaus verschwinden. Sie daraus zu ziehen, ist schon ein bisschen schwieriger, weil sie dann in einem großen Datensee verschwunden sind. Aber da würde ich mir auch keine Gedanken machen, denn sie sind dann so hoch aggregiert, dass keiner mehr individuell oder nachteilige Schlüsse ziehen kann. Aber gute Frage, was bedeutet das am Ende? Vielleicht auch nochmal in Richtung. Im Endeffekt ist es genauso. Bei uns liegen georeferenzierte Bilddaten vor. Das heißt, ich kenne den Ort und die Zeit der Aufnahme. Das kann ich entsprechend zurückgeben, was auch immer das dann bedeutet. Ich glaube, von uns will keiner Daten zurück oder er schickt uns eine Festplatte oder so. Nee, aber wir können die halt entsprechend entfernen. Also natürlich, wenn ein Training damit vollzogen wurde, das heißt, in das
ins Modell aufgenommen wurde, dann kriege ich auch das da nicht mehr raus. Also das ist nicht möglich, aber dann sind die Daten auch nicht mehr nachzuvollziehen. Das ist vielleicht ein bisschen, wie wenn man eben eine Kenntnis über was hat als Mensch und als auch nicht mehr sich im Detail daran erinnern kann, wo man dieses spezifische Detail gelernt hat oder so. Ja, da kann ich auch nicht sagen, ich vergesse das jetzt wieder. Ja, das sogenannte GDPR-Recht auf Vergessenwerden wird bei uns zugelöst, indem die Daten praktisch Ort, Zeit und die Personen, also Ort, Zeit und Personenbezug werden von den Daten eliminiert. Sagen wir, das, was die KI aus diesem Bild gelernt hat, verbleibt. Aber diese Persönlichkeitsrechte, beziehungsweise das, was Sie natürlich auch als Landwirt nicht wollen, dass jemand Ihre Flächen dann kennt oder so, das wird natürlich schon entfernt. Also das wird entfernt. Quasi in dem Sinne pseudonymisiert, weil Genau. keiner sollte Rückschlüsse auf das einzelne Unkraut, was da irgendwo gefunden wurde, schließen können. Genau. Ist an der Stelle tatsächlich, weil vorher auch die Frage war, was kann jetzt schon aus den Daten gewonnen werden, ist ja tatsächlich, kommen da so Themen auf. Wir hatten jetzt schon den Fall, und das ist so ein Fall, was kann ich noch, außer jetzt vielleicht eine Applikationskarte daraus sehen, wo wir bei einem Landwirt plötzlich Stechapfel kartiert haben und ihm das Bild geschickt haben und gesagt, wusstest du schon? Und er sagt, also das ist ein sehr, sehr guter Agronom, ja, und er sagt, nee, wo habt ihr das gefunden? Und das sind natürlich so Sachen, möchte ich das als Nachweis haben? Oder was auch noch rausgeht aus den Karten, sind natürlich Giftpflanzen, die im Feld stehen, ja, also auch wieder das Thema irgendwie Stechapfel. Möchte ich solche schwer belasteten Zonen vielleicht auch von der Ernte ausschließen? Also das sind Themen, die kannst du jetzt direkt schon aus den Karten rauslesen und dafür einsetzen. Genau. Gut, ich sehe gerade keine weiteren Fragen, auch nicht im Stream. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen Vieren, natürlich auch bei unserem Publikum, im Livestream, auch für die angeregte Diskussion jetzt am Ende und die Fragen. Ich hoffe, es hat Ihnen, es hat euch gefallen. Ja, und wir werden sehen, wo die Reise die nächsten Jahre jetzt hingeht. Vielen Dank. Auf zum Bier.